Stell dir vor, du schläfst. Dein Körper ist ruhig, dein Augen sind geschlossen, alles fühlt sich still an. Aber in Wahrheit passiert genau jetzt etwas, das alles verändert. Denn laut der Denkweise von Richard Feynman ist Stillstand oft nur eine Illusion. Dein Bewusstsein verschwindet nicht, es verändert nur seine Form. Und genau das ist der Punkt, den die meisten Menschen nie wirklich verstehen. Während du glaubst, nichts zu tun, arbeitet dein Gehirn auf Hochsteren. Erinnerungen wurden sortiert, Emotionen verarbeitet, nu Verbindungen entstehen. Aber Feynman hat das nicht einfach so erklärt. Hat gefragt, was bedeutet es überhaupt bewusst zu sein? Ist Bewusstsein etwas, das einander ausgeht, oder etwas, das immer da ist, nur in verschiedenen Zuständen? Higher Word is spannend, denn wenn du träumst, erlebst du eine komplette Realität. Du siehst, fühlst, riechst, als wäre alles echt, doch in dem Moment weißt du nicht, dass es ein Traum ist. Für dich ist es Realität, und genau higher beginnt die Frage. Wenn dein Gehirn im Schlaf eine Realität erschaffen kann, woher weißt du, dass dein Jets Realität nicht genauso konstruiert ist? Feynman war kein Mystiker, aber verstand etwas sehr Wichtiges. Unsere Wahrnehmung ist nicht die Realität selbst, sondern nur ein Modell davon. Dein Gehirn nimmt Informationen auf und baut daraus eine Version der Welt. Im Schlaf macht es genau dasselbe, nur ohne äußere Inputs. Das bedeutet, dein Bewusstsein ist nicht in die äußere Welt gebunden. Es kann seine eigene Realität ausüben. Jetzt denk darüber nach. Wenn dein Bewusstsein im Schlaf aktiv bleibt, nur anders organisiert, dann verschwindet es nie wirklich. Es wechselt nur den Zustand. Genau wie Energie, die nicht verloren geht, sondern sich verändert. Und genau dies Perspektiv passt perfekt zu Feynmans Denkweise. Die Neder verschwindet nicht, sie transformiert sich. Ein starkes Beispiel ist der Moment, kurz bevor du einschläfst. Gedanken werden verschwommen, Bilder tauchen auf, Logik beginnt sich aufzulösen. Du verlierst langsam die Kontrolle, aber dein Bewusstsein ist noch da. Es gleitet einfach in einen anderen Zustand. Und genau dieser Übergang zeigt, dass Bewusstsein kein Schalter ist, sondern ein Spektrum. Die meisten Menschen denken, Schlaf bedeutet abschalten. Aber in Wirklichkeit ist es eher ein Wechsel des Systems. Dein Gehirn arbeitet weiter, nur in einer anderen Struktur. Es verbindet Dinge, die im Wachzustand getrennt sind. Es erschafft Szenarien, testet Möglichkeiten, verarbeitet Erfahrungen. Dein Bewusstsein ist nicht weg, es arbeitet nur im Hintergrund. Und jetzt kommt der schockierende Teil. Wenn dein Gehirn im Schlaf komplett Realitäten ausüben kann, dann ist das, was du als wirklich bezeichnest, viel fragiler als du denkst. Realität ist nicht etwas Festes, sondern etwas, das dein Gehirn konstruiert. Und genau das hat Feynman dich verstehen lassen wollen. Denn für ein Wort das Wichtigste nicht, Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen. Und die wichtigste Frage hier ist, wenn dein Bewusstsein im Schlaf genauso real erleben kann wie im Wachzustand, was unterscheidet dann wirklich dies beiden Zuständen? Vielleicht ist der Unterschied nicht so groß, wie du denkst. Vielleicht ist dein Wachzustand nur stabiler, konsistenter, besser abgestimmt mit der Außenwelt. Aber im Kern ist es derselbe Mechanismus. Wahrnehmung, Konstruktion, Erfahrung. Und genau hier verändert sich alles. Denn wenn du verstehst, dass dein Bewusstsein nicht einfach ausgeht, sondern nur den Modus wechselt, dann beginnt ein neues Perspektiv. Du bist nicht nur ein passiver Beobachter der Realität. Du bist aktiv daran beteiligt, sie zu erschaffen. Feynman hat dir das nicht als fest Wahrheit verkauft. Hat dich dazu gebracht, selbst darüber nachzudenken. Denn genau darin liegt die echte Erkenntnis. Nicht in dem, was du hörst, sondern in dem, was du beginnst zu hinterfragen. Jetzt geh noch einen Schritt tiefer. Denn wenn Richard Feynman etwas wirklich verstanden hat, dann das, dein Gehirn arbeitet nicht nur mit Realität, es konstruiert sie aktiv. Und genau im Schlaf kannst du das am klarsten sehen. Träume sind kein Zufall, sie sind Simulationen.
Den Gehirn testet Szenarien, verbandet Erinnerungen, spielt Möglichkeiten durch, und dass du is bewusst steuerst. Denk an einen Traum, den du hattest. Wie leicht war seltsam, wie leicht völlig unrealistisch, und trotzdem hat sich in dem Moment absolut echt angefühlt. Du hast nicht gezweifelt, du hast nicht hinterfragt. Du hast einfach erlebt. Genau das zeigt, why leicht dein Bewusstsein eine Realität akzeptiert, wenn sie konsistent genug erscheint. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Im Watchstand vertraust du deiner Wahrnehmung, weil sie stabil ist. Die Welt bleibt gleich, jesset sie funktionieren, dinge wiederholen sich. Aber kann passiert genau das gleich wie Traum. Dein Gehirn nimmt Informationen und baut daraus ein Modell der Realität. Der einzige Unterschied ist, Schlaf kommt als von innen, Watchstand kommt zusätzlich von außen. Feynman het genau higher angesetzt. Het gesagt, verwechsel niemals das Modell mit der Realität selbst. Nur weil sich etwas real anfühlt, bedeutet das nicht, dass du es vollständig verstehst. Den Sinn geben dir kein absolut Wahrheit, sondern nur eine Interpretation. Ein weiter starkes Beispiel ist das sogenannte lucid Träumen. In diesem Zustand weißt du, dass du träumst, und plötzlich kannst du den Traum beeinflussen. Du kannst fliegen, dich verändern, bewusst Entscheidungen treffen. Das zeigt etwas Unglaubliches. Dein Bewusstsein kann Realität formen, wenn es erkennt, dass es sich in einer konstruierten Umgebung befindet. Und jetzt stell dir vor, du würdest dieses Prinzip weiterdenken. Wenn dein Bewusstsein Traum Realität erschaffen kann, wie viel Kontrolle hast du denn Watchstand wirklich? Wie leicht weniger, als du denkst. Denn auch hierer folgt dein Gehirn Mustern, Gewohnheiten und automatischen Prozessen. Die meisten deiner Gedanken entstehen nicht bewusst. Sie tauchen einfach auf. Entscheidungen fühlen sich bewusst an, aber oft sind sie das Ergebnis unbewusster Prozess. Genau das ist das schlafende Bewusstsein, nicht nur Schlaf, sondern auch Alltag. Ein Teil von dir läuft immer Hintergrund. Das bedeutet, du bist nicht komplett watch. Ein Teil deines Bewusstseins arbeitet ständig automatisch, wer arbeitet, entscheidet, regiert. Und genau dieser Teil ist extrem mächtig. Beeinflusst, wie du die Welt siehst, wie du dich fühlst und wie du handelst. Feynman het dir hierer kein einfach Antwort gegeben. Het dich dazu gebracht, es selbst zu beobachten. Dein Gedanken, dein Reaktionen, dein Wahrnehmung. Denn je mehr du hinschaust, desto mehr merkst du, dass vieles nicht so bewusst ist, wie es scheint. Und genau das ist der Punkt, der wirklich schockiert. Dein Bewusstsein ist kein fester Zustand. Es ist ein System, das sich ständig verändert, zwischen Kontrolle und Automatik, zwischen Watchsein und Schlaf, zwischen Realität und Konstruktion. Wie leicht ist der größte Unterschied zwischen einem Traum und deinem jetzigen Zustand nicht die Realität selbst, sondern nur, wie stabil sie erscheint. Ab stell dir etwas noch tiefers vor. Wenn Richard Feynman über Bewusstsein nachgedacht hat nicht bei Träumen aufgehört. Het gefragt, wobei besteht eigentlich den Traum? Denn egal ob du wach bist oder schläfst, es gibt immer einen Teil in dir, der erlebt. Und genau dieser Teil ist schwer zu greifen. Wenn du träumst, erschaffst du ein Welt und erlebst sie gleichzeitig. Du bist sowohl der Schöpfer als auch der Beobachter. Und genau das ist der Punkt, der will verwirrt. Denn Alltag denkst du, dass die Welt außerhalb von dir existiert. Aber Traum existiert sei vollständig in dir. Und trotzdem fühlt sei sich real an. Jetzt stell dir vor, dies Grenz ist nicht so klar, wie du denkst. Dein Gehirn verarbeitet ständig Informationen und baut daraus eine Realität. Farben, Geräusch, Gefühl, all das existiert nicht direkt so in der Außenwelt. Es sind Interpretationen deines Gehirns. Das bedeutet, du erlebst nicht die echte Realität, sondern immer nur deine Version davon. Feynman het genau hierer angesetzt und gesagt, sei vorsichtig mit dem, was du für selbstverständlich hältst. Nur weil sich etwas real anfühlt, bedeutet das nicht, dass du es vollständig verstehst. Dein Bewusstsein filtert, reduziert und konstruiert gleichzeitig.
Ein Guts Beispiel ist der Moment, in dem du plötzlich merkst, dass du Gerard geträumt hast. Alles was eben noch real war, so fällt sofort. Doch während des Traums hattest du keinen Zweifel. Genau das zeigt, why übersuchen dein Bewusstsein eine Realität erschaffen kann. Und jetzt wird is noch interessanter. Auch am watschesten gibt is Moment, in denen dein Gehirn dich ergänzt, die gar nicht das sind. Erinnerungen verändern sich, Wahrnehmungen können täuschen, dein Fokus bestimmt, was du überhaupt bemerkst. Dein Bewusstsein ist nicht passiv, es ist aktiv formend. Das bedeutet, dein schlafendes Bewusstsein ist nicht nur nachts aktiv. Es läuft ständig im Hintergrund. Es beeinflusst dein Entscheidungen, dein Reaktionen und sogar das, was du für wahr hältst. Ein großer Teil von dir arbeitet automatisch und dass du es bemerkst. Feynman hat dir kein fertig Antwort gegeben. Het dich gezwungen, is selbst zu beobachten. Denn genau dort beginnt Verständnis. Nicht in fertigen Erklärungen, sondern in der Fähigkeit, den eigenen Wahrnehmung zu hinterfragen. Und vielleicht ist genau das die tiefste Erkenntnis bis hierein. Du bist nicht nur jemand, der Realität erlebt, du bist Teil des Prozesses, der sie erschafft. Jetzt geh noch einen Schritt weiter. Denn wenn Richard Feynman etwas wirklich verstanden hat, dann das, was du als Kontroll empfindest, ist oft nur ein Gefühl, nicht die wahre Realität. Dein Bewusstsein gibt dir das Gefühl, dass du entscheidest, denkst, handelst, aber ein großer Teil davon passiert bereits, bevor du es überhaupt bemerkst. Denk an einen einfachen Moment, du entscheidest dich, etwas zu tun. Es fühlt sich bewusst an. Doch Studien zeigen, dass dein Gehirn dies Entscheidung oft schon getroffen hat, bevor du sie wahrnimmst. Das bedeutet, dein Bewusstsein kommt manchmal erst nach der Entscheidung ins Spiel, nicht davor. Und genau hier wird es wirklich interessant. Denn dein schlafendes Bewusstsein ist nicht nur aktiv, wenn du schläfst. Es läuft ständig im Hintergrund. Es verarbeitet Informationen, erkennt Muster, trifft schnell Entscheidungen. Und dein wasches Ich bekommt nur das Endergebnis. Feynman hat genau hierer angesetzt und gefragt, wenn du nicht immer der Ursprung deiner Gedanken bist, wo oder was ist es denn? Und genau dies Frage verändert alles, denn sie zeigt, dass dein Bewusstsein nicht so zentral ist, wie du glaubst. Ein starkes Beispiel ist dein Autopilot im Alltag. Du gehst einen Weg, fährst ein Streck, matchst dich, unaktiv darüber nachzudenken. Und trotzdem funktioniert alles perfekt. Das ist dein Hintergrundsystem, dein schlafendes Bewusstsein in Action. Jetzt stell dir vor, wie viel davon dein Leben steuert, dein Gewohnheiten, dein Reaktionen, sogar dein Emotionen. Vieles davon läuft automatisch. Dein Bewusstsein beobachtet oft nur, es steuert nicht immer. Und genau das ist der Punkt, den die meisten nicht realisieren. Du bist nicht vollständig der Kontrolleur deiner Realität. Du bist Teil eines Systems, das ständig arbeitet, auch ohne dein Bewusstsein eingreifen. Aber hier kommt der Twist. Sobald du beginnst, das zu erkennen, verändert sich etwas. Du wirst aufmerksamer. Du beginnst, dein Gedanken zu beobachten, statt einen einfach zu folgen. Und genau dort entsteht echt Kontrolle. Feynman hat dir das nicht als fest Antwort gegeben. Het dich dazu gebracht, es selbst zu testen. Zu beobachten, wann du wirklich bewusst handelst und wann nicht. Und vielleicht ist genau das dein echt groß Erkenntnis. Dein Bewusstsein ist nicht nur etwas, das ein oder ist. Es ist ein Spektrum zwischen Kontrolle und Automatik, zwischen Watschen und einem Zustand, der dem Schlaf näher ist, als du denkst. Und jetzt kommt der Punkt, der alles verändert. Dein Bewusstsein ist kein fester Zustand, sondern ein System, das ständig zwischen Kontrolle und Automatik wechselt. Genau hier hat Richard Feynman dich nicht mit Antworten beruhigt, sondern dich zum Nachdenken gebracht. Denn vieles, was du als bewusst Entscheidung wahrnimmst, entsteht bereits im Hintergrund, bevor du es überhaupt bemerkst. Dein Ich ist oft nicht der Ursprung, sondern eher der Beobachter. Das bedeutet, dein sogenanntes schlafendes Bewusstsein ist nicht nur nachts aktiv, sondern die ganze Zeit.
is Verarbeitet entscheidet unformt dein Realität, während du glaubst, als zu kontrollieren. Und genau higher Word is interessant. Wenn dein Gehirn ständig eine Version der Realität konstruiert, dann erlebst du nicht die absolute Wahrheit, sondern immer nur eine Interpretation. Vielleicht ist der Unterschied zwischen Schlaf und Wachsein also kleiner, als du denkst. Nicht weil alles ein Traum ist, sondern weil beides auf demselben Prinzip basiert. Wahrnehmung, Verarbeitung und Construction. Und genau deshalb ist die wichtigste Frage nicht, was dein Bewusstsein tut, sondern ob du wirklich verstehst, wie es funktioniert.